Ich wohne seit ich 4 bin hier in Bruck und engagiere mich hier in verschiedenen kulturellen Bereichen. Neben dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld, wo unter anderem die neue Bühne Bruck auch verortet ist, die Theater spielt, gibt es auch die Subkultur e.V., die zum Beispiel Konzerte veranstalten. Ich würde sagen, dass die Fürstenfeldbrucker auf jeden Fall kulturbegeistert sind, vor allem dadurch, dass in der Stadt sehr viel durch das ehrenamtliche Engagement der Fürstenfeldbrucker selber für ihre Stadt, für ihre Mitbürger kommt. Die Klosterkirche an sich gehört natürlich auch zum Kulturangebot der Stadt. Auch wenn es vielleicht doch eher religiös geprägt ist, ist natürlich der Eindruck, den man durch die Architektur erfährt, großartig. Ich finde die Möglichkeit hier sowas zu haben, ein wirklich modernes Veranstaltungszentrum kombiniert mit dem Alten zusammen, finde ich einfach schön, weil wo hat man schon mal so einen Raum, um Konzerte oder Feiern stattfinden zu lassen? Das gibt es eigentlich in der Form nicht oft in Bayern oder in Deutschland. Es ist an einem Tag eine Kabarettveranstaltung, am anderen Tag hat man eine Jahreshauptversammlung. Wenn ich mir unseren Veranstaltungskalender anschaue, also wir haben über 450 Veranstaltungen im Jahr mit knapp 300.000 Besuchern, die wir auch heuer wieder erreicht haben. Und ich finde, das ist für so ein Kulturzentrum schon eine enorme Zahl. Seit ich Kinder habe, gehe ich ins Alponte, weil es einfach einen sehr schönen Garten hat. Da sitzt man toll unten an der Amper und die Kinder können auch einfach sausen. Ansonsten von den Innenkneipen, da gibt es gibt viele verschiedene Angebote. Meine Kinder lieben die Amper-Oase sehr, weil wenn wir einfach am Samstag früh sagen, heute ist Schwimmen, dann packt man schnell seine Schwimmsachen und ist in 10 Minuten in der Amper-Oase. Die Kletterinsel haben wir schon entdeckt für uns. Die Brucker sind sportlich und sportbegeistert. Ich glaube, man muss bloß jeden Montag hier die Sportberichte lesen, die sich über die ganze Woche hinziehen, weil man am Montag nicht alles unterbringt. Man muss auch schauen, was hier an Vereinen das es gibt. Also ich möchte sagen, Fürstenfeldbruck ist sportlich sehr aktiv. Also ich bin sehr gerne draußen und wenn es sich irgendwo ergibt, bin ich auch gerne mit dem Rad unterwegs. Hier bietet natürlich das hügelige Gelände, ich nenne nur Engelsberg oder Richtung Rotschweiger Wald zu fahren, viel Gelegenheit. Ich bin jedes Jahr beim Luzienhäuschen schwimmen, weil jedes Jahr natürlich hier zu Hause wild gebastelt wird und wir auch jedes Jahr ein Häuschen gebaut haben, das dann natürlich ganz glorreich in die Amper gesetzt wird am Luzientag. Die Veranstaltungen, die wir schon mitgemacht haben, auch sind ganz verschiedener Art. Es gibt kulturelle Angebote, es gibt Musikevents, da gibt es auch die Märkte, das Knacksfest. Ich empfinde Fürstenfeldbruck schon familienfreundlich, weil es eben ein sehr umfassendes Angebot gibt. Weil wir gerne was unternehmen am Wochenende, habe ich auch wirklich da schon viel erleben können und dürfen. Man hat eine Vielzahl an Kindergärten in Fürstenfeldbruck und da haben wir uns den Kindergarten Drachenweg ausgesucht. War als Kind selber im Kindergarten Drachenweg und dann hängt schon wieder das Herz dran. Im Mehrgenerationenhaus gibt es natürlich nicht den typischen Besucher, sondern wir sind wirklich offen von der Kleinkindgruppe bis zum Seniorennachmittag. Das ist bei uns ein ganz gemischtes Publikum, was hauptsächlich von ehrenamtlichen Bruckerinnen und Bruckern auf die Beine gestellt wird. Wir sind Ansprechpartner für alle Lebenslagen und Lebensalter hier in Bruck. Es ist eine wunderschöne Bücherei da in der Aumühle mit einem schönen Leseraum, wo man verregnete Nachmittage gut rumbringen kann. Fürstenfeldbruck ist sehr ambitioniert im Bereich Klimaschutz und hat sich ein konkretes Klimaziel gesetzt. Das sind 35% CO2-Einsparung im Jahr 2020 gegenüber 2005. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam mit den Bürgern unser Ziel erreichen können. Wenn man einfach mal erkennt, quasi, was eine Stadt für eine Aufgabe hat gegenüber ihren Mitbürgern und auch ihren Gewerbebetrieben, muss man wirklich sagen, die Stadt tut sehr, sehr viel, um das möglich zu machen, was wichtig ist. Vom Tag, wo der Bagger die Erdschicht abgetragen hat, bis zu dem Tag, bis zu dem Moment, wo wir die Maschinen in die Steckdosen reingesteckt haben, sind exakt 60 Tage vergangen. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass sich die Stadt wirklich um die Gewerbetreibenden kümmert.
das macht einfach ein gutes Gefühl. Fürstenfeldbruck liegt natürlich für uns logistisch sehr, sehr gut, ist optimal in dem Dreieck auch drin zwischen den Autobahnen, zwischen München. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Fürstenfeldbruck, die auch immer wichtig ist, um einen Standort weiterzuentwickeln. Wir haben ein gutes Einzugsgebiet für unsere Mitarbeiter, eben aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, und ist natürlich für unser Standort mit 550 Mitarbeitern immer wichtig, auch Fachkräfte zu bekommen. Und das ganze Package mit der Stadt zusammen haben wir einen sehr, sehr guten Standort für Deutschland hier in FFB, den wir repräsentieren können. Ich kann Leuten, die sich überlegen, nach Fürstenfeldbruck zu ziehen, diese Stadt sehr wohl ans Herz legen, weil ich so gerne hier bin und zwar schon seit 36 Jahren einfach mit Leib und Seele Brucker bin. Für mich persönlich wäre es jetzt einfach die schöne Lage und die Nähe zu München natürlich auch. Ich mag daran aber auch die Naturverbundenheit, weil man eben in die andere Richtung eben auch sehr schnell im Wald ist. Man ist sehr schnell am Ammersee, an den Naherholungsgebieten. Hier gibt es einfach wirklich für jede Lebenslage und jede Situation im Leben einfach ein wirklich gut aufgestelltes Angebot an Absicherung und auch an Spaß und Freizeitgestaltung.